Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst mir einen Daumen, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. In einer Woche geht es schon weiter. Wir sehen uns in Schottland wieder. Dann wieder vielen Dank fürs Mitfahren und bis zur nächsten Reise. Diese Aufnahme stammt von meiner Islandreise aus dem Juni 2022, ist also schon fast ein Jahr alt. Aber wo bleiben eigentlich die Aufnahmen zu dieser versprochenen Tour? Darauf will ich in diesem Video eingehen und ich möchte auch eine kurze Ankündigung zum Kanal machen, denn es wird sich in naher Zukunft einiges ändern. Zunächst zur Frage nach Schottland. Kathi und ich haben auf Island vollmundig angekündigt, dass es nur eine Woche nach der Islandreise direkt durch Schottland geht. Diese Reise hat auch stattgefunden und natürlich wird diese Reise auch in einer eigenen Reisedoku verarbeitet. Bis dahin wird es allerdings noch etwas dauern, denn seitdem hat sich einiges verändert, sowohl hier auf dem Kanal als auch bei uns privat, weswegen ich es nicht so leicht habe, mit der Doku voranzukommen. Und genau darum geht es jetzt. Zunächst ist der Kanal großartig gewachsen. Was als kleines Projekt für meine Familie und Freunde begann, ist mittlerweile eine tolle Community reisebegeisterter Menschen, die mir immer wieder ihr Feedback dalässt, gute Stimmung verbreitet und auch mit konstruktiver Kritik nicht hinter dem Berg bleibt. Dazu vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ich würde euch wirklich gerne mehr Videos produzieren und einmal die Woche mit euch auf Tour gehen, das kriege ich zeitlich allerdings nicht gestemmt. Wie aufwendig meine Videos in der Produktion sind, habe ich euch ja bereits in einem eigenen Video gezeigt und seitdem sind meine Produktionen eigentlich nur noch zeitaufwendiger geworden, sodass ihr nochmal ein paar Stunden Bearbeitungszeit hinzufügen könnt. Seit Ende 2020 veröffentliche ich daher nur alle 14 Tage ein neues Video, das mache ich ohne jede Unterstützung und mal ebenso nebenbei, indem ich jeden Tag mehrere Stunden meiner Freizeit dafür aufbringe. Und das mache ich auch eigentlich sehr gerne. Aber in letzter Zeit muss ich gestehen, dass ich ziemlich müde bin und mir der Antrieb fehlt, weiterhin dieses Ausmaß an Energie in den Kanal zu investieren. Denn YouTube ist mittlerweile in meinem Kopf kaum noch ein Hobby, sondern ein Nebenjob. Ein ausuferndes Hobby, wenn ihr so wollt, das immer mehr meiner Freizeit für sich einnimmt. Und es steht leider nicht in Aussicht, dass sich das demnächst ändert, ganz im Gegenteil. Die Skandinavien-Tour steht an, der will ich mich jetzt auch mit voller Hingabe widmen, da hier einige tolle Menschen darauf angewiesen sind, dass ich sie nicht im Regen stehen lasse und ihnen die Tour ihres Lebens auf die Beine stelle. Und dem komme ich natürlich nach. Die Teilnehmer stehen fest, erste Treffen sind geplant, alle scharren mit den Hufen. Daneben steht allerdings auch noch das eine oder andere private Projekt an, denn ob man es jetzt glaubt oder nicht, das Leben eines Reise-YouTubers besteht nicht nur aus YouTube, Motorrädern und Videos schneiden. Ich habe so nebenbei auch noch einen ganz normalen Job sowie andere Hobbys und Familie, die auch meine Zeit verdient haben. Kathi und ich ziehen beispielsweise gerade um, weswegen aktuell eigentlich gar keine Zeit für den Kanal übrig bleibt. Insgesamt sind es momentan zu viele Baustellen, um allem gerecht zu werden. Das alles führt dazu, dass ich Konsequenzen für mich ziehen muss. Ich werde daher ab jetzt, nach Abschluss der Islandreise, erstmal eine kleine Pause von YouTube machen und keine neuen Videos hochladen. Wie lange diese Pause dauern wird, ist mir selber noch nicht ganz klar, sie wird aber auf jeden Fall bis zum Ende der Skandinavien-Tour im Juli reichen. Nennen wir es also eine kleine Sommerpause. In dieser Zeit werde ich natürlich nicht untätig sein, sondern ich werde die Zeit richtig gut nutzen. Zum einen werde ich in jeder freien Minute Videos vorproduzieren, sodass ich mir in der Pause einen kleinen Puffer aufbauen kann. Zum anderen werde ich aber auch meine Website fertigstellen, hier vor allem auch den Shop-Bereich. Denn viele von euch haben in der Vergangenheit angefragt, ob ich ihnen nicht meine Tourdaten zur Verfügung stellen kann und diese wird es dort dann endlich zentral zum Download geben. Es tut mir für jeden von euch leid, die sich alle 14 Tage auf neue Videos freuen und ihr dürft mir glauben, diese Entscheidung fiel mir nicht leicht. Denn die Pause stellt auch ein großes Risiko für den Kanal dar, da niemand weiß, wie der vielbeschworene Algorithmus damit umgehen wird, wenn kein neuer Inhalt mehr kommt. 14 Tage sind als Upload-Intervall ja eigentlich schon zu wenig, ich kann nur träumen, wo der Kanal heute stehen würde, wenn ich jede Woche ein neues Video hochladen würde. Und damit der Kanal in der Pause nicht komplett in der Versenkung verschwindet, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Abonniert, kommentiert, liked und teilt, was das Zeug hält, helft mir mit eurer Geduld, dass der Kanal nicht zum Ödland verweist. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nach der Pause in ein paar Monaten hier wieder mit neuer Frische wiedersehen und zusammen eine Premiere feiern.
Denn woran merkt ihr, dass die Pause zu Ende ist? Weil ich dann die komplette Reisedoku zu Island veröffentlichen werde, in einem eigenen, fast 2-stündigen Film in Kinoqualität. Alle Teile der Reise werden dafür nicht nur einfach zusammengeschnitten, sondern der Film wird komplett neu aufgesetzt, neu vertont und hat einen ganz anderen Handlungsstrang. Wird gut, das verspreche ich euch. Ich weiß, ich habe das jetzt auch schon mehrfach versprochen, aber dann starten wir auch endlich wirklich in die Reise durch Schottland. Und jetzt ab in die Kommentarspalte, lasst mir gerne euren Zuspruch, aber auch eure Ablehnung oder vielleicht auch einfach nur eure Einkaufsliste da. Ich freue mich jedenfalls immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich bin über die gesamte Pause auch weiterhin per Mail oder über meine sozialen Medien erreichbar, auch wenn ich schon mal etwas länger brauche, bis ich antworte. Seht es mir bitte nach. Aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, mir etwas zu schreiben, dann will ich euch auch unbedingt antworten. Danke euch auf jeden Fall für euer Verständnis, eure Geduld und eure Treue in den letzten Jahren. Wir sehen uns im Sommer wieder. Bis dahin wünsche ich euch tolle Touren. Danke euch wie immer fürs Mitfahren und bis dann.